Hallo und herzlichen willkommen auf meinem Kanal Bloom German. Du bist bereit für ein weiteres Märchen? Ja, erregt? So fassen Sie Ihren Sitz gut und machen Sie sich bereit. Die Dornröschen, the Sleeping Beauty. Ein König und eine Königin hatten endlich nach langen Jahren ein Töchterchen bekommen. Zur Taufe luden sie auch die Feen ein, die im Land wohnten. Es waren 13, weil es aber am Königshof nur 12 goldene Teller gab, musste einer von ihnen zu Haus bleiben. Die guten Feen wünschten dem Kind alles Gut. Die eine schenkte ihm Schönheit, die andere Klugheit, die dritte Reichtum. Als es ihre Wünsche ausgesprochen hatte, trat die 13. Feen herein. Sie wollte sich rächen, weil sie nicht eingeladen worden war, und schrie, die Königstochter soll sich mit 15 Jahren an einer Spindel stecken und sterben. Alle waren erschrocken, aber die 12. Fee hatte noch keinen Wunsch gesprochen. Sie sagte nun, ich kann den bösen Spruch nicht ganz aufheben, aber die Königstochter soll nicht sterben, sondern nur 100 Jahre fest schlafen. Der König, der sein Kind vor Unglück bewahren wollte, ließ alle Spindeln im ganzen Land verbrennen. Das Mädchen wurde groß und schön, und alle guten Wünsche gingen in Erfüllung. An ihrem 15. Geburtstag ging die Königstochter durchs Schloss und fand in einem alten Turm eine kleine Tür, die sie noch nie gesehen hatte. Sie trat in ein kleines Stübchen und sah eine alte Frau, die Flasch spann. Die Spindel tanzte lustig auf dem Boden. Als nun die Königstochter danach griff, stach sie sich in den Finger. Da ging der böse Spruch in Erfüllung. In tiefem Schlafen fiel sie auf ein Bett nieder, das in dem Kämmerchen stand. Und das ganze Schloss fiel in Schlaf, der König und die Königin, die Diener, der Koch in der Küche, die Pferde im Stall und die Fliegen an den Wänden, sogar der Feuer auf dem Herd hörte auf zu flackern. Das Schloss aber wuchs ein Dornenhecke so hoch, dass man von dem Gebäude nicht mehr sah. Viele Königssöhne versuchten durch die Hecke in das Schloss zu dringen, aber es gelang ihnen nicht. So vergingen hunderte Jahre. Wieder versuchte ein junger Königssohn zu dem schönen, schlafenden Dornröschen vorzudringen. Da öffnete sich die Dornenhecke vor ihm und war mit großen, schönen Blumen bedeckt. Der Prinz ging durch das schlafende Schloss, bis er Dornröschen in der Turmkammer fand. Es war so schön, dass er es immer zu ansehen musste, und er küsste es. Da erwachte Dornröschen und öffnete die Augen, und mit der Königstochter wachte das ganze Schloss auf. Die Menschen und die Tiere und das Feuer auf dem Herd. Nun wurde die
Zeit Don Joshens mit dem Königssohn mit aller Pracht gefeiert und sie lebten fröhlicher und glücklich. Unser nächstes Märchen ist Rotkäppchen, also bleibt daran. Liken, teilen und unseren Kanal abonnieren. Herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen.